unser Weihnachtsmusik-Quiz gewesen. Welches Lied war es? Richtig, ich meine, ihr seid Kenner. Jingle Bells, natürlich, ganz klar. Christoph schüttelt den Kopf. Aber gut, zu Weihnachten kann man sich das, glaube ich, leisten. Und nein, es ist kein Punsch drinnen. Ich bin ganz brav am Tee trinken. Ich habe mir gedacht, weil es ja so schön draußen ist und Weihnachten ist doch immer schön. Also ich weiß nicht, ich bin da ein großer Fan von der ganzen Adventzeit und der ganzen Nachweihnachtszeit. Ich bin da immer sehr, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie könnte ich euch eine Freude machen und natürlich mir auch, indem ich zusammengeräumt habe. Okay, also ignoriert den Teil hier. Das war Ritas Weihnachtsgeschenk an mich. Jetzt bin ich schon gespannt, was sie euch als Weihnachtsgeschenk kredenzen wird. Also für Christoph zusammengeräumt, so viel, also das bedeutet bei mir zusammenräumen das heißt übrigens. Zusammenräumen bei dieser Frau. Sehr gut. Ich finde, besser kann man das nicht machen. Und ich habe fürs erste Mal den Berg von der Seite und von vorne fertig vielleicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich mal zufrieden und das ist doch das Wichtigste. Ich freue mich so, ich war wirklich teilweise sehr zittrig. Manchmal habe ich dann auch noch was umgebaut, wieder Steine heruntergegeben und jeder, der schon mal einen Berg gebaut hat, weiß das, glaube ich. Übrigens auch danke für die ermunternden Worte. Viele von euch haben geschrieben, das ist die Königsdisziplin, einen Berg zu bauen und wenn da mal was schief läuft, ist das ganz normal. Danke dafür. Ja, es war wirklich nicht einfach. Aber wir haben jetzt da mal weitergebaut. Also ich habe hier und da ein paar Kleinigkeiten geändert. Ich gehe mal da besser aus dem Licht. Und wir haben jetzt hinten eine Höhle für unser schönes Schneemonster. Das ist eigentlich ja das, was sich am meisten hier getan hat. Ich habe auch hier hinten noch weitergebaut. Noch nicht ganz fertig, weil ich die Hinterseite noch nicht verbaut habe. Aber die ist mir auch derzeit etwas egal, weil die sieht man nicht so, deswegen bin ich jetzt mal sehr zufrieden. Darf ich kurz was sagen? Wir haben ja, weil viele von euch das in die Kommentare geschrieben haben, versucht bei Ikea diesen Lego-Block zu bekommen, diese Aufbewahrungsbox, damit wir die austauschen gegen diesen, oder besser gesagt diesen Block hier, diesen Klotz, gegen diese Aufbewahrung austauschen, aber die war überall ausverkauft. Jetzt hat es sie wieder ganz kurz gegeben, aber ihr wisst, in Österreich war ja jetzt wieder Lockdown und jetzt wollten wir sie kaufen, aber haben sie noch nicht bekommen. Es dürfte sie aber wieder geben. Vielleicht messen wir jetzt dann den Block nochmal ab und schauen, ob wir da nicht noch etwas austauschen können. Du hast gerade so begeistert reingeschaut und jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Bei aller Liebe, aber ich werde den Block sicher nicht da herausziehen. Das dürftest dann du machen, aber ich sicher nicht, weil dann ist der ganze Berg für nichts gewesen. Also wir ignorieren das jetzt mal. Ich ignoriere das jetzt für meine gute Stimmung, dass der Christoph das gesagt hat. Der Holzklotz ist wunderbar und ich habe eine super Höhle für mein Monster. Ganz richtig, ja. Es sieht, finde ich, sehr cool aus. Also du hast wirklich tolle Arbeit geleistet hier mit den ganzen Steinen aus dem Legoland und allerhand Zeugs, was wir noch so gehabt haben. Auch dieses von dem kleinen Frozen Castle habe ich natürlich verwendet. Und man muss auch dazu sagen, mir sind nämlich gegen Ende, wo ich hier ein paar Steine ausgetauscht habe, damit das noch ein bisschen höher ist, damit da keine solchen Spalten drinnen sind, sind mir Teile hineingeflogen. Und ich habe mir zuerst gedacht, wurscht, ist egal, dass das da drinnen ist. Und es ist nicht egal. Warum? Weil der schöne Berg durchsichtig ist. Das ist wahr. Jetzt habe ich das alles wieder rausgeholt und da ist mir schon viel zusammengebrochen und ja, daran zu denken, den Holzklotz herauszuziehen, nein. Sieht auf jeden Fall wirklich, wirklich ganz nett aus. Was ist denn jetzt der weitere Plan? Wir haben ja gesagt, oder wir haben gesehen, dass hier noch ein paar Bodenplatten rumliegen. Okay, ich sehe schon, die Frage war überflüssig, Verzeihung. Nicht so schnell. Also zuerst mal kurz noch, damit das jetzt klar ist. Wir haben jetzt hier die Kutsche aufgestellt. Die soll auch noch irgendwie aus einem verschneiten Wald vielleicht herauskommen. Also das werde ich noch machen. Ihr habt meine schönen Bäume hier gesehen. Da werde ich wahrscheinlich noch ein paar solche machen. Ich wollte eigentlich auch Tannen machen, aber, also nicht diese Mini-Tannenbäume, wie wir sie hier kennen, diese hier, sondern ich wollte eigentlich eine richtig große Tanne machen, vielleicht so ähnlich wie der Christbaum da drüben, ich weiß es nicht. Gibt es da noch irgendwie eine bessere Version, um einen
einen Tannenbaum zu machen. Ich weiß es nicht. Der da hinten ist. Ich weiß nicht. Wenn ihr da eine coole Version habt, dann bitte schickt es uns oder sagt es uns, weil es wäre irgendwie cool, wenn es so ein Tannenwald wäre, so ein verschneiter. Aber gut, wenn nicht, auch egal. Genau. Und dann habe ich eben da die Anna und den Christoph drinnen und den Sven natürlich auch. Und dann habe ich hier unten den Olaf platziert. Ich habe auch hier den zweiten Olaf, den wir hatten, habe ich auch hier platziert. Der soll aber quasi wirklich nur so eine Schneemann-Nachstellung sein vom richtigen Olaf. Und der richtige findet sich hier unten. Auch mit so einem süßen Baby-Rentier, das ihm gerade die Karotte von der Nase knabbert. Das sieht sehr nett aus, gefällt mir wirklich gut. Und eben hier oben habe ich ein paar von diesen Blätterteilen, das soll irgendwie, damit es quasi hier ein bisschen eisiger erscheint, habe ich mir gedacht, habe ich die hier verbaut. Außerdem verdeckt das auch ganz gut das ein oder andere Loch. Ja, das heißt, was möchte ich weitermachen? Ich hätte gern hier eben quasi irgendwie eine Art Wald, vielleicht auch irgendwie da hinten, wäre auch okay, wo die hier rausfahren mit ihrer Kutsche. Und dann habe ich ja überlegt, was ich rundherum bauen soll und bin am Überlegen gewesen, ob nicht Hogsmeade vielleicht irgendwo hinkommt. Ich weiß es nicht. Meine Mutter hätte ja gerne Hogsmeade eigentlich hier dazu gebaut. Statt dem Eishockeyplatz. Weltberühmten Eishockeyplatz, ja. Ich bin nicht ganz einverstanden damit, aber wir werden sehen. Und außerdem frage ich mich dann, sie wollte den Eishockeyplatz dann hier hinstellen, aber vor mein Frozen Castle kommt der Eishockeyplatz sicher nicht. Wir haben auch noch 2 Wintersets, die im Aufbau sind. Das Lebkuchenhaus und das Elfenclubhaus. Das wäre natürlich eigentlich auch ganz cool, wenn das irgendwie hier wäre, weil das ja doch irgendwie nicht ganz so real ist. Weißt du, was ich meine? Irgendwie so in die Richtung, weil das sind ja die Lebkuchenmännchen mit den Lebkuchenbabys und Elfen und was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das passt eigentlich nicht ins richtige Winterdorf, weil es so märchenmäßig ist. Und dann habe ich mir gedacht, die könnten wir vielleicht hier irgendwo platzieren. Also wir sehen auf jeden Fall irgendeine Art Crossover. Entweder Frozen und Harry Potter oder es könnte auch sein, dass es Frozen und Lebkuchenmännchen werden. Wird auf jeden Fall interessant. Und ich würde sagen, du hast ja hier auch noch einiges am Platz. Ja. Das Frozen Schloss nimmt ja hier gerade mal, ich denke nicht mal die Hälfte des Platzes ein, welches wir für den zweiten Winterdorf Platz uns reserviert haben. Ja. Übrigens, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, natürlich kommen hier noch Platten hin. Christoph wird die wieder professionell zerschneiden. Professionell. Ich hoffe auf jeden Fall. Und dann gab es auch noch die Überlegung von euch, ob ich nicht vielleicht das alles ein bisschen herausschiebe und quasi dann die kleinen Platten hineingebe. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, weil natürlich dann mit dem Vorbeigehen das ein bisschen gefährlich wäre, glaube ich. Also ihr wisst, wenn man da irgendwas trägt oder so und da nicht genau schaut, ob man da nicht dann eher dann anstoßt, wenn das bis hier raussteht, weil dann ist wirklich nur so viel Platz. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall eine gute Überlegung, je nachdem auch, wie das dann mit dem Wald da hinten wird. Also Wald möchte ich unbedingt schon irgendwie haben, weil das ist ja auch im Film sehr präsent. Vielleicht auch ein zugefrorener See. Wir haben derzeit gut vorstellen, keine Wasserteile, also die Überlegung ein bisschen hinfällig, aber gut. Irgendwann werden wir doch wieder Wasserteile bekommen. Das sehe ich genauso, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns zeigen kannst? Ich wollte euch heute übrigens einen kleinen Plan in Bezug auf den Güterbahnhof geben, als Weihnachtsgeschenk von mir. Aber Rita hat gesagt, nein, Züge zu Weihnachten, das interessiert niemanden. Wir wollen alle nur ein Frozen Castle sehen, deswegen gibt es heute dieses Video. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Aber weißt du, was mir gerade einfällt, weil du jetzt das angesprochen hast? Wir könnten ja eigentlich sogar, wir haben ja 2 Weihnachtszüge. Eigentlich könnten wir auch einen von den Weihnachtszügen dann hier herüberfahren lassen. Das ist mal eine gute Idee, mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber ja. Das ist schon dezent am Rande, am Ende. Oder wir könnten eine Schiene quasi in die Mauer hineinfahren lassen, dass das quasi kein Zug ist, der richtig fährt, aber es so aussieht, als würde er da fahren, obwohl er eigentlich gar nicht richtig fährt.
das, was ich mal beim Flughafen überlegt habe, Genau. ob wir nicht das Rollfeld oder den platzintensivsten Teil irgendwie in dem Nirvana dort verschwinden lassen. Das wäre natürlich möglich, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben den neueren Weihnachtszug jetzt hier mal auf dieses nicht mal angeschlossene Ersatzgleis gestellt, weil hier im Winterdorf eigentlich bis vor kurzem immer wieder mal gearbeitet wurde und irgendwann hat jemand mal entschieden, den Zug hier, die Weiche auszubauen. Ich glaube, im Zuge der Bauarbeiten, die hier, wo hier dieser Eislaufplatz entstanden ist. Aber das könnte man natürlich machen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Und dann wäre hier auch, wo jetzt dieser Zug steht, wieder Platz, vielleicht auch für 1, 2 Häuschen im winterlichen Stil. Und wenn wir dann quasi diese Schienen hineinlaufen lassen, könnten die ja zuerst auch im Wald verschwinden und dann sieht man das gar nicht so, dass der Zug eigentlich gegen die Mauer fährt. Rita, ich hoffe, du wirst große Taten folgen lassen, deinen mindestens so großen Worten. Ich bin gerade voll im Flow. Wir sind jetzt auf jeden Fall mal sehr zufrieden mit dem Endergebnis oder besser gesagt vorerst Endergebnis. Beim Berg, der wird natürlich noch ein bisschen aufgehübscht da und dort mit kleineren Details, mit Figuren und so weiter, dass das Ganze dann zum Leben erweckt wird. Und ich denke auch, wenn rundherum mal ein bisschen was aufgestellt ist, dann wirkt das Ganze natürlich noch ein wenig anders. Aber das hast du sehr gut gemacht. Aber ich bin trotzdem sehr stolz, weil es doch der erste Berg ist, den ich gebaut habe. Mit deiner Hilfe, muss man sagen. Aber trotzdem habe ich einiges davon. Wir geben unser Bestes, genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Hoffentlich habt ihr es nett. Ja. Und lasst es euch gut gehen. Genießt diese schöne Zeit. Ich hoffe, bei euch liegt etwas Schnee. Hoffentlich nicht auf der Straße, weil den mag ich immer nicht, aber sonst überall. Und genießt es sehr, sehr, sehr intensiv. Ich denke mir, das ist wirklich immer eine nette Zeit. Dann bis bald und wir sehen uns. Ich sag heute nichts mehr. Ich habe leider immer unterbrochen, das tut mir direkt leid. Naja, gut. Also macht's gut und genießt die Zeit. Tschüss.